während sie von der Decke hängt, die singt einfach, sie hat ein perfektes Gehör. Bei der sitzt jeder Ton und das haben wenige. Jeder neue Tag bringt neue Träume. Also die Herausforderung eines Sängers ist ja nicht nur einfach irgendwann den Ton zu treffen. Es ist der komplette Körper, der da eine Rolle spielt. Es ist das Zwerchfell, das Volumen, die Atmung, die Stimmbänder generell. Man muss ja die Stimmbänder auch als Muskel sehen. Stimmbänder sind nicht gleich Stimmbänder. Der eine hält eine Show durch, der andere kann einen Song singen, ist dann heiser. Und der Unterschied liegt ja darin, dass eine Helene 8 Shows singen kann, im Idealfall, weil sie einfach auch trainiert ist. Ich kann sagen, dass ab 2010 für mich da auch eine neue musikalische Welt aufgegangen ist. Ich hatte eine andere Band, mit der ich zuvor noch nicht gearbeitet hatte. Und als wir dann angefangen haben zu proben, haben wir im Endeffekt uns nach allem orientiert, aber nicht nach dem, was es damals war auf den Platten. Und haben uns völlig frei mehr Richtung Coldplay oder irgendwelche amerikanischen Legenden uns irgendwie so orientiert, was man machen könnte. Und wir haben uns einfach ausgetobt. Ich weiß noch, der Keyboarder damals, der ja die ersten Tourneen auch gemacht hat, der guckte mich immer an und sagte so, das kannst du nicht machen, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das ist ja völlig fremd vom Genre, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Und ich so, wieso nicht? Das probieren wir einfach aus. Und dann kam sie in die Probe-Location da und hörte sich das erste Mal an und fand das mega. Und da war das für uns natürlich klar, wir haben sie mit im Boot und dann können wir natürlich irgendwie auch den Kurs weiterfahren. Das war der Beginn. Wir wussten nicht, was noch auf uns zukommen wird. Wir wussten nur, dass die Energie stimmt, dass etwas Magisches passiert. Doch was genau passieren würde, ahnten wir nicht. Also man sieht jetzt schon deutlich, das ist jetzt eine Bühnenshow. Das geht schon in eine ganz andere Richtung, wo der Zuschauer oder der geneigte Fan dann auch sagt, so, jetzt wird das Bild langsam rund, dass neben der Stimme auch tänzerisch und optisch noch mehr dazukommt. Ich weiß noch, die ersten Konzerte 2010, da haben wir uns alle echt extrem gewundert, wie alt das Publikum war. Das hatten wir alle so noch nicht gesehen und auch nicht vermutet. Und dann waren so zwischendurch, saß mal immer wieder so ein jüngerer Mensch dabei. Die hätten sich meistens verirrt. Die sagten dann, ja, ich bin hier für meine Tante da, die ist krank geworden. Ich muss ja meine Mutter begleiten. Ich würde mir ja sonst nie so ein Konzert angucken. Aber ich fand das echt toll. Das war wirklich beeindruckend und ich komme bestimmt wieder. Und so wird das tatsächlich von Jahr zu Jahr, wurde das Publikum immer jünger. Die Helene hat sich ja so, finde ich, so ein bisschen reingeschlichen und war so ein bisschen Special Interest ja auch ganz lange und war ja auch noch so ein bisschen einer anderen Zielgruppe zugeordnet. Und plötzlich habe ich in meinem Umfeld Leute oder jüngere Leute dann, die dann so gesagt haben, wir waren auf dem Helene Fischer Konzert und so. Und plötzlich war die Bam so in der Mitte und dann plötzlich war sie der Superstar. Ich will alles oder gar nichts. Mittlerweile ist Helene Deutschlands erfolgreichste Live-Künstlerin und tourt durch Arenen und Stadien. Sie hat den Leuten, die bis dato in der Sparte gesungen, performt haben, gezeigt, guck mal, so kann man es auch noch mal machen. Das gab's alles nicht, das war wirklich neu für die Leute. Du kennst meine Träume. 2011, da fängt es eben an, mehr sexy zu werden. Doch kennst du auch die Sehnsucht, die in meinem Herzen brennt? Das hat ja im Endeffekt den ganzen Schlager dann revolutioniert. Dass die Sachen trotzdem modern klangen, aber immer noch eben das widerspiegelten, was sie ja im Ursprung immer noch waren, eben ein Schlagersong. Sie hat es moderner verkörpert, performt. Sie hat plötzlich Bewegungen gezeigt, die man so aus dem Schlagerbereich einfach nicht kannte. Die Shows werden immer größer und in ihrer Besetzung internationaler. Die Tänzer kommen jetzt aus den USA. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, immer wieder mich an dich verlieren. Will das Leben leben, wie ein Tanz auf dem Vulkan. Wir wollten einfach immer weiter und ja, immer internationaler auch irgendwie werden. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft.
Die Tournee 2012 war dann wirklich die erste ganz große Arena-Tournee mit einer Riesenproduktion. Mit 12 Tänzern. Also das war dann wirklich schon die Champions League, die wir dann relativ schnell erreicht haben. Alles, was vorher war, war letztendlich, ja, ich bin so ein Kindergarten dagegen. As it started growing. Alles wurde größer. Also beschlossen wir, ein Tänzercasting zu machen. Wir flogen dafür nach L.A. Und dann gaben sich dort die besten Tänzer der Welt die Klinke in die Hand. Das waren Leute, die sonst mit Britney Spears, Madonna, Janet Jackson und Christina Aguilera auf der Bühne stehen. Da wurde deutlich, welchen Status Helene mittlerweile erreicht hatte. To support Helene's greatness. Ich war dort in L.A. und habe mir diese vielen talentierten Tänzer aussuchen müssen fast schon. Also das war wirklich eine Qual, weil da war einer besser als der andere und da konnte man sich eigentlich kaum entscheiden. Du machst mich und mein Leben groß. Neben dir bin ich schwerelos. Ich brauch dich. Ich mag dich. Wir hatten noch nie so eine aufwendige Bühne wie in diesem Jahr. Wir haben einfach einen XXL-Spielplatz für mich geschaffen. Mein Highlight natürlich, wenn der Kran aus dem Boden fährt und wenn ich dann über dem Publikum schweben darf. Das ist, mehr geht nicht. Also das ist mein persönliches Highlight jeden Abend. Du bist ein Phänomen. Du, manchmal unbequem. Du bist ein echter Freund. Dein Wort ein Wort, lasst alle Schatten fallen. Also ich versuche wirklich, mich nicht zu wiederholen. Das ist halt ein ganz großer Anspruch an mich und auch an mein Team. Und das birgt immer die Gefahr, dass es natürlich dann in eine Richtung geht, die dem einen oder anderen vielleicht auch nicht mehr gefällt. Aber ich höre einfach noch mehr auf mich selbst und einfach in mein Innerstes hinein. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das berührt mich jetzt gerade oder das macht mir unglaublich viel Spaß, dann muss es doch den Leuten auch irgendwie Spaß. Oh, we didn't talk about Atemlos. That is the biggest. Okay. Oh, sorry. No. Okay, I'll make it clean. Okay, so. Wir haben damals ein Konzert gespielt, ich glaube, es war im Deutschen Theater. Und dort wurden zum ersten Mal Fans eingeladen. Die hatten definitiv nichts vom Album vorher gehört. Man hat ja immer so den Wunsch, wenn man selbst einen Song ziemlich gut findet, dass sich der Traum erfüllt, dass das genauso beim Publikum auch einschlägt. Und ich habe den Song tatsächlich zum ersten Mal nur auf einem Klavier gehört. Und da hat mir die Melodie eigentlich schon gereicht. Ich habe schon an der Melodie erkannt, das kann was echt Großes werden, weil sie einfach so eingängig war und so sofort irgendwie geklickt hat. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Und als ich dann auf der Bühne stand und den Song zum ersten Mal performt hatte und ich gemerkt habe, okay, da passiert sofort was im Publikum, war das eigentlich nur so eine Bestätigung für mich und ich wusste, yes! Meine Intuition hat mich nicht im Stich gelassen und ich habe tatsächlich recht behalten. Ja, mitreißen. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. Atemlos. Dass das ein so großer Hit wird, haben wir alle nicht geglaubt. Wir haben es aber für einen guten Titel gehalten. Ja, ich muss zugeben, das ist einer meiner heimlichen Favoriten vom neuen Album. Mit Atemlos ging natürlich die große Reise los, die ich dann auch natürlich sehr explizit wahrgenommen habe. Und dann war klar, alles klar, absoluter Megastar. Die Leute haben es halt immer gefeiert. Und es gab aber halt auch die Leute, die es dann irgendwann nicht mehr hören konnten. Helene Fischer ist momentan wohl gerade eher sprachlos als atemlos. Denn ihr Hit soll verboten werden. Volksfestverbot für Helene Fischer. Stadtrat Robert Kauderer machte sich bei den Schlagerfans unbeliebt, indem er die Musik der 30-Jährigen auf dem Stuttgarter Frühlingsfest verbieten wollte, weil das Mitgegröle der Besucher zu sehr auf die Ohren gehe. Ich fordere, dass die Lieder von der Helene Fischer abgesetzt werden, weil die eine unerhörte Lautstärke erreicht haben. Das liegt ja gar nicht an der Helene, sondern es ist einfach so, dass der Hit halt immer hoch und runter gespielt wurde, weil es eben ein Hit ist.
Es lag daran, dass du ihm kaum entgehen konntest. Irgendwann habe ich gedacht, nun ist auch Schluss mit Atemlos jetzt. Den Song gibt's schon in 1000 Gewänder. Ich glaube, den hat man auf Chinesisch schon irgendwo in Peking geballert. Ich fand es sehr beeindruckend damals, wie das dann auch Fahrt aufgenommen hat und es die Social Media ging. Ob man den mag oder nicht, aber du hörst den Song und du kriegst den nicht mehr los. Es ist einfach mehr als ein Ohrwurm, würde ich sagen. Atemlos war ja 2014 irgendwie gar nicht mehr wegzudenken. Hier kommt die Lieblingsdame der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Atemlos, Helene Fischer. Es war die WM, es war ein unglaublicher Sommer. Wir standen alle da und waren aufgeregt. Und als sie dann raufging auf die Bühne in einem Trikot und alle haben da gefeiert, also da hatte ich die Gänsehaut aber über den ganzen Körper verteilt. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Da outete sich dann auch der Fußball, dass man auch gerne Schlager hört. Unser aller Traum ist wahr. Wir haben den WM-Pokal. Das war natürlich super. Und die Helene schaut halt auch geil aus in der Jeans mit so einem Fußballtrikot. Da war ich echt froh damals, dass die mich nicht gefragt haben, weil ich sehe einfach nicht so gut aus in so einem weiten Fußballhemd. Durch die Nacht, spüre, was Fußball mit uns macht. Ja, ich meine, das war natürlich auch ein total tolles Bild. Diese Jungs gestanden irgendwie nach der Schlacht in Brasilien, dann auf diesem Steg und sie mittendrin natürlich auch total attraktiv und toll. Das war Deutschland, das war Made in Germany. Da hat Helene Fischer natürlich mit dem Lied so ein bisschen die Stimmung der Leute rübergebracht. Und das waren tolle Tage, glaube ich, für viele Deutsche. Das war so ein herrlicher Taumel, in den man damals geraten ist. Wir waren atemlos. Und das ist ein großes Glück, wenn man ein Lied singt, das so 100%ig passt. Das ist ja fast schon mehr als ein Hit, Atemlos. Das ist ja fast schon ein Volkslied. Helene Fischer und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das Publikum wurde größer, das Interesse wurde größer und du wurdest immer mehr auch Fokus der Öffentlichkeit, aber natürlich auch der Medien, auch der Klatschpresse. Ich habe hier mal ein bisschen was zusammengesammelt. Dein Lieblingsthema, ne? Mal ein bisschen was zusammengesammelt. Ist ja sehr interessant immer, was man da so Ich finde es auch immer sehr spannend, was geschrieben wird, ja. Hier, Helene Fischer und Thomas Seidel, getrennte Wege nach 2 gemeinsamen Jahren. Und weißt du, was direkt danach kam? Verheiratet. Ja. Helene Fischer und Thomas Seidel, heimliche Hochzeit in neuer Villa. Genau. Fragezeichen. Das war sozusagen direkt die nächste Schlagzeile. Ja. Dann Drama im Haus der Eltern, bittere Tränen um ihr größtes Glück. Das ist ein kleiner Auszug aus Ganz mini kleiner Auszug. Ja. Das sind alles Lügen und ich komme damit einfach seit Jahren, kann ich einfach nur, wenn es nicht so traurig wäre, könnte ich mich einfach nur totlachen. Aber es ist schon sehr nervenaufreibend und da geht auch manchmal viel Energie drauf, wenn man immer wieder mit Anwälten dagegen vorgehen muss. Es interessiert sie nur nicht. Es wird trotzdem immer weitergeschrieben und egal, was ich mache und egal, wie hart wir manchmal dagegen vorgehen, das nehmen sie alle in Kauf, weil diese Blätter, die werden nun mal gekauft und damit wird Geld verdient und das nimmt man dann auch tatsächlich in Kauf, auch Gerichtskosten und verlorene Verfahren und alles. Hier gemeiner Verrat. Was ist wieder? Die Neidattacke eines Kollegen gefährdet ihr privates Glück. Wie du schon richtig gesagt hast, ne? Du hast dann irgendwie eine hier, da kann ich aus dem unteren Stapel noch was anderes ziehen und dann ist es einmal hier, es sind ja immer Dramen auf jeden Fall. Ja, viel Drama. Oder etwas ganz, ganz Schönes, was aber auch wieder nicht wahr ist. Also ich war ja auch schon zigmal in meiner Karriere schwanger und ich war auch schon wie oft verheiratet und dann wieder geschieden. Ich habe schon, ich weiß nicht, in all den Jahren wie oft Posts oder irgendwas verfasst und habe sie in meinem Handy einfach gespeichert, dann gelassen und habe sie eben nicht nach draußen gesendet, weil ich die Gerüchteküche bzw. die Medien nicht noch mehr füttern wollte. Aber wie oft wollte ich schon Dampf ablassen und wie oft hat mir das wirklich wehgetan. Komm, wir schieben es zur Seite. Ja, bitte. Das kurioseste Interview ihrer Karriere gibt sie 2010 ihrem eigenen Fanmagazin Paradies. Du hast ja auch immer anderen Künstlern einen Platz geboten bei dir auf den Tourneen. Ganz aktuell bei der letzten Tournee Celine Dion zum Beispiel, Michael Jackson und auch König der Löwen. Bei deiner letzten Tournee hast du...
Deine Tournee geht ja durch die größten Arenen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, auch Dänemark. Du spielst ja inzwischen in den größten. Wer bist du eigentlich? Auf deinen Tourneen hast du dann ja auch immer Songs dabei von anderen Künstlern. Hey. Was? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Das ist halt auch das Schöne an Helene. Helene nimmt sich viel weniger ernst, als man vielleicht meint. So. Oder wichtig, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig nominiere ich Helene Fischer. Ich habe mich natürlich der Ice Bucket Challenge auch gestellt. Wenn ich schon nominiert wurde, habe ich gesagt, ich ziehe jetzt nicht den Schwanz ein und mache da nicht mit. Viel lustiger war eigentlich wirklich danach auszuwählen, wen ich denn nominieren kann. Otto Walkes? Vom Boden. Da musste ich lachen, ehrlich gesagt. Ist dir kein Dümmerer eingefallen? Auf geht's. Und Robbie Williams. Go, babe. Also ich habe das Gefühl, man muss einen sehr starken Willen haben, um diesen Weg, den du gehst, seit diesen 15 Jahren, eben auch zu gehen. Woher hast du diesen starken Willen in dir? Also ich glaube, das ist anscheinend auch einfach mein Naturell. Also ich kann nicht so gut stehen bleiben. Also ich genieße den Stillstand vielleicht auch nicht so sehr. Bis zu einem gewissen Punkt und dann möchte ich weiterziehen. Weil es dir schnell langweilig wird oder aus welchem Grund? Weil wir vielleicht auch, weil ich einfach das Gefühl habe, da kann man doch noch mal irgendwie was rausholen oder gibt es denn nicht noch einen Weg oder was gibt es denn noch für eine tolle Herausforderung? Weil wahrscheinlich würde ich irgendwann das Gefühl haben, ich bin jetzt stehen geblieben und ich muss aber doch irgendwie, man muss doch auch mal gucken, dass es noch weitergeht. Sie wollte etwas Neues machen, innovativer und internationaler werden. Für uns bedeutete diese Zusammenarbeit mit ihr, dass wir auch etwas lernen durften. Wir lernten eine Menge über sie, ihr Universum, ihre Kultur und den Schlager. Du bist ja auch jemand, der dann gerne auch mal das Sicherheitsseil oder Sicherheitsnetz weglässt. Muss man dafür ein bisschen wahnsinnig sein? Vielleicht. Zumindest angstfrei und auch da wieder ein gesundes Selbstvertrauen. Also ich bin schon auch Realist und weiß, es kann bei jeder Show auch trotzdem was. Sie ist im direkten Wettbewerb mit sich selbst. Sie denkt immer ans Gewinnen, weil sie das absolute Maximum aus sich herausholen will. Wir hatten 1,3 Millionen Besucher. Es war wahrscheinlich die größte Tourneeproduktion, die in der damaligen Zeit überhaupt in Europa unterwegs war. Wir hatten 41 Trucks. Also das war schon wirklich eine Riesennummer. Wenn du lachst, machst du mein Leben heller. Sie mag Mode und liebt Wasser. Also dachten wir, warum kreieren wir nicht ein Wasserkleid? Oh, that's the belt? Yeah, that's the machine. Es war wirklich ein schweres Ding, was ich da tragen musste. Ich hatte einen Metallreif um meine Hüften und es drückte auch jeden Abend extrem auf die Hüftknochen. Wenn der Reif nicht richtig saß, hat es echt wehgetan. Ja. Ich hatte noch nie zuvor so viele unterschiedliche Schmerzen in Bereichen, wo ich dachte, Wahnsinn, warum tut es denn jetzt heute so irrsinnig im Knie weh oder im Rücken oder in der Schulter? Es gab immer irgendetwas, was wehgetan hat. Ich bin da körperlich schon auch an meine Grenzen gegangen. Man schafft es auch, glaube ich, nur so weit, wie sie es geschafft hat, wenn man
diesen innerlichen Drive hat, den sie hat. Was die Helene da so auch an Durchhaltevermögen und an Fitness und Disziplin einfach aufgefahren hat, um so, ich weiß nicht, 68 Konzerte am Stück, jeden Abend hängend, irgendwie am Seil und singend und akrobatisch, tanzend, das irgendwie so hinzukriegen, das ist einfach unglaublich. Und das kennt man halt nur aus dem Ausland. Wenn ich Herzbeben mache an dieser Stange, das ist das Anspruchsvollste, was ich je gemacht habe. Das ist wirklich echt tough. Wenn man dann nur ein bisschen zu dolle geschleudert wird, sage ich jetzt mal, dann kann es schon passieren, dass man danach einfach, dass einem die Adern platzen oder dass die Füße merkst richtig, wie das alles kribbelt. Ich glaube, so fühlt man sich, wenn man Drogen nimmt. This one even Mir hat es schon immer wahnsinnig viel Respekt abgerungen, wenn Leute es geschafft haben, einfach großen Erfolg mit sehr viel Arbeit auch zu schaffen. Ja? Weil dann einfach mal so kurz irgendwie in den Charts auf Platz 1, weil plötzlich aus Versehen irgendwie, keine Ahnung. Aber die Helene, die hat sich das einfach erarbeitet und auch verdient. Ich habe das Gefühl, meine Augen hängen irgendwo hier. Warte, ich tue meine Augen wieder rein. Blub, blub. Aha. Mein Körper hat sich irgendwann daran gewöhnt, auch an dieses Schwindelgefühl, also diese Nummer in der Luft. Da habe ich mich jeden Abend auch schon ein bisschen immer drauf gefreut. Momente in der Luft, wo ein Seil einfach sehr hinderlich sein kann und weil es einfach im Weg ist. Und dann muss ich da einfach auch sagen, ich verzichte gerne auf das Seil, aber kann mich dann wenigstens auf mich konzentrieren. Und irgendwie ist es auch wahrscheinlich ein Selbstschutz des Menschen, dass du in den Momenten, wo es dann wirklich um dein Leben geht, du so klar und da bist, da kann ich vorher noch so müde gewesen sein. So diese wahnsinnig spannenden, tollen, intensiven 15 Jahre erleben können wir schon. Ja. Da liegen ja noch ganz, ganz, ganz viele vor dir. Hoffentlich, ja. Ja, und Rausch ist ja nun mal der Titel auch des aktuellen Albums. Sind diese 15 Jahre ein Rausch gewesen für dich? Wenn man das so zusammenfassen kann, definitiv, ja. Ja, es war schon geprägt von sehr, sehr vielen intensiven Momenten, definitiv. Manchmal vielleicht auch zu überwältigend, dass man das überhaupt greifen kann. Ich glaube, ich war da so in meinem Tunnel und so fokussiert auf die Arbeit, dass ich alles um mich herum teilweise auch vergessen habe. Und das ist Gott sei Dank heute in einem Gleichgewicht wieder, aber es war schon auch so, dass ich wahrscheinlich sehr überarbeitet war und gar nicht gemerkt habe, wie viel ich da eigentlich immer wieder an Energie geben musste. Und dann stehst du ja da vor 60.000 Leuten und auch nächstes Jahr dann vor 150.000 Menschen. Was passiert denn da so auf der Bühne? Also auch zwischen den Menschen, eben, die da vor dir stehen und zwischen dir. Also was spürst du denn da oben? Ich spüre tatsächlich eine Menge. Also ich fahre da immer ganz bewusst meine Antennen aus und bin da immer ganz sensibel und das hat für mich wirklich eine fast schon was Spirituelles und das ist ein Energieaustausch, den kann man gar nicht in Worte fassen und ich lasse das einfach wirklich durch meinen Körper fließen. Die Zuschauer konnten die Geschichte von Helene über einen wirklich langen Zeitraum miterleben. Dadurch ist sie für viele eine von uns. Und man als Unterhalter, der seit vielen Jahrzehnten dabei bin, ich habe nie so viel geleistet wie Helene Fischer an einem Abend. Sie ist Helene und sie bleibt Helene. Und ich glaube, sie hat sich gar nicht so sehr verändert, sondern es hat sich eher ihr Umfeld verändert. Und natürlich auch mit verändern müssen und angepasst in gewisser Hinsicht an die Größenordnung, die sie bedient. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen, dass sie diesen Doppelstress, nämlich diesen persönlichen Erfolg plus den damit verbundenen Rummel so überlebt, dass sie auch gerne in diesem Geschäft älter wird und vor allem, dass sie nicht zu früh verglüht. Ich habe nämlich inzwischen einen großen Respekt vor den Langstreckenläufern dieses Geschäftes und da gibt es nur ein paar und ich wünsche ihr, dass sie irgendwann dazugehört. Jetzt
Jetzt hast du ein ganz besonderes nächstes Jahr ja vor dir. Also zum einen beruflich. Ja. Das wird spannend werden, vor 150.000 Leuten zu stehen, nehme ich an. Natürlich auch, wenn ich das sagen darf, auch privat, weil ja auch was ganz Tolles ansteht in eurem Leben. Du hast, gerade wenn es um die Familie geht, ja auch deiner Mama einen Song gewidmet. Ja. Du hast mich stark gemacht. Ja. Und das ist ein ganz besonderer Song, wie ich finde. Ja. Und das sind auch so, finde ich, die Töne, mit denen ich unsere Zuschauer und Zuschauerinnen so entlassen möchte. Weil ich glaube, das ist auch das, was sowieso du den Menschen mitgeben wirst, oder? Ihr zwei, ihr habt mir die schönsten Werte mitgegeben, die man einem Kind nur mitgeben kann. Ihr habt mich gelehrt, dankbar zu sein. Ihr habt mich gelehrt, demütig zu sein und vor allem das Schöne im Leben zu sehen und das jeden Tag. Und ich versuche wirklich mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen und das habt ihr aus mir gemacht. Von daher danke Mama und Papa, ihr seid die wundervollsten, wirklich. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sie die Erfahrung macht, mit einer tollen eigenen Familie zu verwachsen, das in Gleichgewicht zu bringen mit ihrer Karriere. Und das ist das Schönste, was einem passieren kann, wenn man das unter einen Hut kriegt quasi. Helena, Ich schicke dir meine Liebe. Danke, dass du so bist, wie du bist. and thank you for being you. Helene, you're an inspiration. Du bist eine Inspiration, eine Ikone und hast unfassbar viel Talent. Ich danke dir für unsere Freundschaft. Everywhere you go. Thank you so much for being my friend. Ich hab meine 1000 Rollenspiel, einem anderen mein Herz verleiht. Doch für dich werde ich immer deine Tochter sein. Helena, yes, I hear that you're pregnant. Congratulations. Helene, ich habe gehört, du bist schwanger. Ich habe 4 Kinder und sie haben mein Leben unfassbar. Because they exist. And I wish you Ich wünsche dir Gesundheit, Sicherheit, ein langes Leben für dich und deine Karriere. and long live your career. Ich weiß, wir werden immer unzertrennlich sein. Ich danke dir sehr. Es war ein ganz schönes Gespräch. Kann ich nur zurückgeben. Vielen ja. Dank für dein Vertrauen und die Offenheit. Dankeschön. Danke dir. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir gequatscht haben. Ich weiß nicht, mehrere. Aber es war ganz toll. Danke. Mm.